Sex ist ein großartiges Heilmittel für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast, in dem es heiß und noch heißer hergeht, denn es geht rund um das Thema Sex. Und natürlich ganz besonders um den Sex zwischen Dualseelen bzw. Twin Flames. Mittlerweile muss ich wirklich schon lachen, denn die Sprache oder die Erkenntnisse, wie Gott auf meinem Weg mit mir spricht, die sind schon stellenweise sehr, sehr interessant, würde ich mal sagen. Und wie ich jetzt darauf gekommen bin, zu diesem Thema einen Podcast zu machen, das reiße ich jetzt hier nur kurz an, denn im Februar hat mich schon ein Lied erreicht, und zwar ein Lied von der Band Her, also ihre oder ihr, mit dem Songtext Union, also Her Union, ihre Union. Und da geht es tatsächlich um meine Union, beziehungsweise meine Union mit mir selbst, also mit meinem Twin Flame. Und tatsächlich handelt dieses Lied größtenteils von Sex. Ich spreche jetzt heute hier in diesem Podcast über die wahnsinnig große Anziehungskraft, die beide Twin Flames gleichermaßen spüren und auch wahrnehmen. Es ist allerdings so, beide gehen damit jeweils anders um. Und da steige ich direkt jetzt mal ins Thema ein. Ich wünsche dir viel Freude bei der nachfolgenden Podcast-Folge. Vielleicht ist es dir in deinem Prozess auch so ergangen und du hattest aufgrund dieser riesigen sexuellen Spannung und Anziehung zwischen euch beiden eine Affäre, eine Freundschaft plus oder nur hin und wieder ganz ungezwungene Treffen, bei denen der Ausgang eigentlich schon klar war. Verschwitzte Körper, heißes und hemmungsloses Wälzen in den Laken oder an irgendwelchen anderen Orten. Und irgendwann hast du dir vielleicht die Frage gestellt, ob diese Anziehung zwischen euch beiden nur auf der rein sexuellen und körperlichen Ebene stattfindet. Also ob es tatsächlich immer nur um Sex geht und überhaupt Liebe in euren Begegnungen mitschwingt. Vielleicht ist in dir eine Stimme immer lauter geworden, die dir gesagt hat, dass das alles überhaupt nichts mit Liebe zu tun hat. Immerhin seid ihr beide oder einer von euch gebunden oder du oder der andere möchte vielleicht nichts Festes. Also glaubst du das, was es in dir denkt. Denn genau genommen denkt es in dir. Es denkt und vergleicht. Mit es ist natürlich der Verstand, also das Ego gemeint. Und jetzt vergleicht es. Gab es so etwas in deinem Leben schon? Wie ist das ausgegangen? Ist es auseinandergegangen, wenn du dich darauf eingelassen hast, einen Schritt weiter zu gehen und verbindlich zu werden? Fühlt der andere denn überhaupt genauso wie du? Und was ist, wenn nicht? Dann ist die ganze Geschichte, so schön sie sich vielleicht auch anfühlt, gleich auch wieder beendet. Da die Hoffnungslosigkeit und die Auswegslosigkeit dieser Situation doch recht eindeutig ist. Vielleicht ist es aber auch so, dass du dir sagst oder gesagt hast, dass du dir nur für Sex zu schade bist. Dass es nicht nur das Vorspiel, sondern auch das komplette Nachspiel geben muss mit dir. Mit Halbzeit, Seitenwechsel, Trikottausch,
mit dem einen oder anderen Foul, aber trotzdem eben und genau deshalb ein ganzes Spiel. Doch da spielt noch jemand anderes in der Mannschaft mit, der dir vielleicht ein Dorn im Auge ist und du sagst dir, dass das Spiel mit dem anderen auch nicht gespielt werden kann. Immerhin befindet sich dort noch ein Störenfried. Der muss das Spiel erstmal verlassen, bevor euer gemeinsames Spiel überhaupt so richtig beginnen kann. Du wirst wahrscheinlich jetzt schon erkannt haben, dass ich hier in einer Metapher von dir, deiner Dualseele sowie der aktuellen Partnerin oder dem aktuellen Partner gesprochen habe. Was machst du jetzt also? Du kannst dich entweder entscheiden, das reine Sexspiel weiterzuspielen oder du spielst das Spiel mit Vorspiel, Halbzeit, Nachspiel und so weiter und dem sogenannten Störenfried. Oder aber du schaust, weshalb du das eine oder das andere spielen willst. Und hier gibt's kein richtig und kein falsch. Du wirst dich entscheiden und nach deiner Entscheidung erfahren, was du gewählt hast. Geht's dir damit gut oder geht's dir damit nicht gut? Wenn nein, was tut dir nicht gut? Schaust dir an und entscheide dich neu. Eine Entscheidung ist nie in Stein gemeißelt, weder bei dir noch bei deiner Dualseele. Und vielleicht hast du schon verschiedene Entscheidungen getroffen, bist verschiedene Wege gegangen, doch diese sexuelle Anziehungskraft zwischen euch beiden, die ist nie weggegangen. Ihr trefft euch wieder, egal welche Entscheidung du vorher getroffen hast, und trotzdem spürst du diese enorme Anziehungskraft. Du gehst dir entweder nach oder nicht. Doch was bringt das alles und wozu das Ganze überhaupt? Was hat es damit auf sich? Nun, Sex ist etwas Heiliges. Sex ist Gott. Sex ist Liebe. Und du bist heilig, du bist Sex, du bist Liebe und du bist Gott. So wie du eins mit Gott bist, bist du auch eins mit deinem Twin Flame. Da Gott sich selbst als sich selbst und alles, was ist, erfahren will, zieht Gott eben alles, was ist, auch an. Das findet unter anderem in Form dieser sexuellen Anziehung zwischen beiden Twin Flames statt. Und während beide Dualseelen sich dieser Anziehung in Form von Sex vollkommen hingeben, verbinden sie sich wieder mit dem Ursprung von allem, was ist, dem Ursprung von sich selbst und somit dem Ursprung von Gott. Sie erkennen sich selbst auf der reinsten und klarsten Ebene des Seins. Aufgrund dieser sexuellen Vereinigung geschieht ebenso Heilung für den Körper, den Geist und die Seele. Energetische, körperliche und geistige Blockaden werden so ganz sanft freigelegt. Diese entfalten sich meist erst nachdem diese Vereinigung durch den Sex stattgefunden hat. Also sowohl du als auch dein Twin Flame heilen dadurch Stück für Stück die Illusion der Trennung. Beide erkennen sich durch die heilige, sexuelle, göttliche Verbindung selbst. Sie erkennen sich in dem anderen. Beide spüren, denken und erfahren im gleichen Augenblick das Gleiche. Die Anziehung, Liebe, Erregung, Lust, Leidenschaft und, die du in diesem Moment fühlst und erlebst, fühlt und erlebt deine Dualseele ganz genauso.
Es erscheint im Außen nur anders für die Augen des Körpers, da die Augen des Körpers oder dein Ego euch beide als getrennt voneinander wahrnimmt. Und der Sex zwischen Twin Flames lässt die reine und pure Energie aufsteigen, die oft auch als Kundalini bezeichnet wird. Jedes einzelne Chakra, also jedes einzelne Energiezentrum, wird dadurch geflutet, zentriert, neu ausgerichtet, aktiviert und bei Blockaden auch gereinigt. Der Sex zwischen Twin Flames ist ein Ausdruck der göttlichen Liebe, der Einheit eurer Union und der Union mit Gott. Mit purer Lustbefriedigung, wie der Großteil der Gesellschaft es noch benutzt bzw. praktiziert oder sogar verkauft, damit hat das alles überhaupt nichts zu tun. Es geht bei Twin Flames nicht um Konsum, Abhängigkeit, Tauschgeschäfte und Handelsgemeinschaften. Das alles können Twin Flames niemals leben, und sollte deine Dualseele noch in einer Ehe, Partnerschaft oder einem, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, was weiß ich Zustand sein, wird er oder sie es genauso wissen wie du. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und noch einen wunderschönen Tag bei allem, was du machst. Bis bald, deine Mel. Tschüss.